Herzlich willkommen zu 5 Minuten Stadtforschung, dem Videopodcast des ILS. Wir sind hier heute auf dem Nordmarkt mit der Aktion 400 Stühle gemeinsam gegen Bildungs- und Teilhabebenachteiligung. Unsere Rolle als ILS in diesem Projekt ist es, dass wir einerseits die empirische Forschung gemacht haben. Wir haben hier in der empirischen Phase mehr als 80 Interviews geführt, wir haben informelle Gespräche noch geführt und wir haben auch Beobachtungen in unterschiedlichen Einrichtungen hier in der Nordstadt durchgeführt. Die Interviews haben wir mit Neuzugewanderten geführt, dann mit lokalen AkteurInnen, die auch direkt mit Neuzugewanderten zusammenarbeiten und mit AkteurInnen auf der strategischen Ebene. Ja, hier läuft jetzt gerade der Aufbau, die Stände werden aufgebaut und dann in einer halben Stunde geht es ungefähr los und die Kinder werden die Schulstühle bringen. Die Frage des Zugangs zur Ressourcebildung stellt sich als der zentrale Schlüssel dar, um Zugang auch zu anderen gesellschaftlichen, städtischen Ressourcen zu bekommen. Das heißt, die Kita oder in der Schule lerne ich nicht nur das ABC, sondern das ist der Ort, wo ich Informationen bekomme, wo ich vielleicht, wo mein Kind einen Kurs besuchen kann, wo ich vielleicht noch eine Abendschule besuchen kann. Das heißt, diese Einrichtungen sind oder keinen Kita-Platz und keine Schule zu haben, bedeutet auch der Ausschluss von ganz vielen anderen Systemen und Zugängen, zu denen ich eigentlich auf die ich ein Recht habe. Und das hat für uns bedeutet, dass wir gesagt haben, wenn das so wichtig ist und uns das alle sagen, aber es sichtbar noch oder nicht sichtbar genug ist, dann müssen wir dem mehr Raum, wortwörtlich mehr Raum verschaffen, Zeit und die Leute, die das Anliegen auch vorwärts bringen können. Und dadurch ist es jetzt hier zu diesem Event 400 Stühle gekommen, wo wir forschungsseitig diese Idee zusammen mit dem Planerladen entwickelt haben. Aber ganz schnell ist es dazu gekommen, dass dann lokale Akteure gesagt haben, jo, so, das ist gut, genau das brauchen wir. Wir verstehen uns als Teil des Ganzen und wollen auch diese Form von gemeinschaftlicher Aktion verfolgen, die auch nicht mit dem heutigen Tag endet. Also wir haben, würde ich sagen, die Veranstaltung koordiniert. Also wir haben die Planung vorbereitet, wir haben die Akteure aktiviert, das heißt, wir haben Planungstreffen für die Veranstaltung gemacht, wo wir den Akteuren erklärt haben, worum geht es, was wollen wir mit der Veranstaltung erreichen, wie können die Akteure einen Beitrag leisten. Dann haben wir hier die Planung vor Ort gemacht, das heißt geschaut, wie passen die 400 Stühle auf den Nordmarkt, wie kann man es aufstellen, wo kann man Infostände aufstellen, wie kann man die Veranstaltung rund machen, dass man aus diesem Element einerseits die Stühle, andererseits die Infostände und die Inputs, die es gibt, halt ein Gesamtpaket machen kann. Wir können uns das eigentlich vorstellen, dass eigentlich überall bei Dingen, die wir sowieso schon tun, als Thema einzuflechten. Also wir haben zum Beispiel ein Bürgerforum, das heißt Nord trifft Süd, wo so ein bisschen diese Nord-Süd-Trennung, die es im Ruhrgebiet gibt, wo die so ein bisschen adressiert wird, wo sich also Menschen aus verschiedenen Stadtteilen treffen. Da könnten wir uns vorstellen, Bildung zum Schwerpunkt zu machen. Wir haben ein Jugendforum, wo es um die politische Beteiligung von Jugendlichen geht. Da könnten wir uns vorstellen, dass das Thema diskutiert wird. In die Richtung könnte Nachfolgeformate auch gehen. Wenn man sich dieses Bild anschaut mit den Stühlen, wird das auch nochmal ganz anders veranschaulicht, von welcher Anzahl von Kindern wir sprechen. 400 Kinder, das ist eine enorme Menge und deswegen bin ich sehr dankbar, dass hier dieses Bild geschaffen wurde, damit man das auch nochmal in die Öffentlichkeit transportieren kann, weil ich bin sehr erschreckt darüber, dass diese Debatte in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht stattfindet. Also in der Vergangenheit ist natürlich schon ein bisschen was gelaufen. Es gibt ein riesiges Schulneubauprogramm für die Nordstadt oder auch Sanierungsprogramm. Das ist da auch mit inbegriffen. Das ist 1 Milliarde Euro. Ist, glaube ich, schon ein sehr großer Schritt, der da auch gegangen wurde. Was aber ja in der Vergangenheit sich oft gezeigt hat, ist, dass sich die Projekte verzögern, dass es länger dauert. Einige Dinge hätten schon fertig sein sollen. Andere Dinge wurden noch nicht mal angefangen. Und zum einen müssen wir da mehr Tempo reinbekommen, um auch langfristig Lösungen zu bekommen. Wir müssen uns nach neuen Standorten für Schulen umschauen, um die Zahl auch dauerhaft noch mal weiter aufzustocken. Was wir aber alle
allerdings auch brauchen, sind Sofortmaßnahmen. Wir sind ja gerade 400 Kinder betroffen und die Zahlen zeigen, dass es sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich ähnlich verhalten wird. Und das Thema dürfen wir nicht einfach beiseite wischen. Es ist einfach für mich keine praktikable Lösung, dass wir Kinder von hier teilweise bis nach Hörde transportieren. Das sind kleine Kinder, für die ist das sehr anstrengend. Und ich glaube auch für die Eltern hier vor Ort, die ja ohnehin schon sehr vielen Herausforderungen ausgesetzt sind, ist das auch oft schwierig bis gar nicht leistbar, würde ich fast sagen. Und da müssen wir uns jetzt alle an einen Tisch setzen und versuchen, eine Lösung hier vor Ort zu bekommen. Es gibt da bestimmt Möglichkeiten. Man könnte über Containerlösungen nachdenken, über Aufstockung von Schuhworten. Vielleicht kann man auch noch mal intelligent Dinge zusammenziehen oder Leerstände nutzen. Aber darüber gesprochen werden muss auf jeden Fall, um das Problem so klein wie möglich zu halten. 400 ist einfach keine akzeptable Anzahl. Das ist für uns auch forschungsseitig wichtig, also dass wir besser auch verstehen, welche Städte und welche Stadtstrukturen und auch, ich sag mal im weiteren Sinne, die Governance, also die Integrationsgovernance, wie funktioniert Ankommen und wie wird Ankommen strukturiert, auch ja von Kommune zu Kommune in Teilen sehr unterschiedlich ist. Also nicht alles läuft gleich ab und das versuchen wir im Projekt auch ein bisschen genauer rauszufinden. Ja, wir werden auf jeden Fall heute gleich hier im Café noch einmal Revue passieren lassen mit dem Forschungsteam, aber eben auch all denjenigen, die hier vor Ort waren und noch Zeit jetzt haben. Ist auch mal eine Frage, ne? Wer hat überhaupt Zeit für so eine Aktion? Noch was Revue passieren lassen und tatsächlich auch zu überlegen, wie dieses Thema Bildung auch über die Nordstadt hinaus, innerhalb der Stadt, aber auch in der Region im Ruhrgebiet und darüber hinaus auch noch mal stärker vernetzt werden kann und Akteure entsprechend zusammengebracht werden können.